Hört auf, dieses Zeug als Brot zu bezeichnen. Was ihr morgens in den Toaster schiebt, ist kein Lebensmittel, es ist ein hochtechnisierter Enzymcocktail aus dem Labor. Warum ist das überhaupt erlaubt? Die Antwort ist ein handfester Skandal. Die Industrie nutzt eine rechtliche Grauzone. Diese Enzyme gelten offiziell nur als Verarbeitungshilfsstoffe. Das bedeutet, sie müssen nicht auf der Packung stehen, weil sie angeblich im fertigen Brot verschwinden. Doch Analysen von 2026 zeigen, diese Rückstände bleiben im Teig und greifen eure Darmwand wie Schmirgelpapier an. Und hier wird es für euch persönlich. Schreibt mir mal euer Alter in die Kommentare. Warum? Weil unser Darm mit 60 oder 70 Jahren diese aggressiven Enzymrückstände nicht mehr so leicht neutralisiert wie mit 20. Was ihr früher einfach weggesteckt habt, führt heute zu chronischen Blähungen, bleierner Trägheit oder Entzündungen im Körper. Euer biologischer Filter wird im Alter schwächer, während die Chemie im Brot immer aggressiver wird. Wir öffnen heute die Akte über 10 dominante Marken, die eure Gesundheit für den schnellen Profit opfern. Aber bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Ich teile mit euch ein kinderleichtes Brotrezept ohne Kneten, das ihr sofort nachmachen könnt. Viele unserer Zuschauer haben dieses Rezept in der Vergangenheit bereits nachgebacken und lieben es. Es ist gesund, ehrlich und einen Versuch ist es absolut wert. Ich zeige euch ganz genau, welche Brotmarken ihr im Regal liegen lassen müsst und welche ihr stattdessen völlig bedenkenlos kaufen könnt. Es gibt sie nämlich noch die ehrlichen Produkte, die euren Darm nicht belasten. Platz 10. Grafschafter. Sandwich Toast, Lidl. Wir beginnen unsere investigative Liste ganz unten im Regal. Beim Grafschafter Sandwich Toast von Lidl. Für unter 1 € bekommt ihr hier eine Packung, die das Wort Handwerk im Namen trägt. Doch die Realität sieht anders aus. Schaut euch die Zutatenliste genau an. Neben Mehl und Wasser findet ihr dort den Säureregulator E262 und diverse Mehlbehandlungsmittel. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. In der traditionellen Bäckerei braucht ein Teig bis zu 24 Stunden, um bekömmlich zu werden. Bei Grafschafter wird dieser Prozess durch industrielle Enzyme auf etwa 3 Stunden zusammengepresst. Das Ergebnis ist eine chemisch aufgepumpte Struktur, der jede natürliche Reife fehlt. Für euren Darm ist das Schwerstarbeit. Da dieses Brot fast nur aus leeren Kohlenhydraten und Chemie besteht, schießt euer Blutzucker nach oben, nur um kurz darauf wieder abzustürzen. Wer hier zugreift, zahlt mit seiner Energie und belastet sein Verdauungssystem völlig unnötig. Grafschafter ist kein echtes Handwerk, es ist ein effizientes Industrieprodukt, das in einem gesunden Brotkorb nichts zu suchen hat. Platz 9. Kai Classic Weltmeisterbrot. An 9. Stelle steht ein Klassiker, den viele für gesund halten. Das Weltmeisterbrot ist von Kaufland. Der Name weckt Bilder von Fitness und Vitalität und die vielen Saaten und Körner auf der Kruste sehen auf den ersten Blick super aus. Doch lasst euch nicht täuschen. Hier wird mit Marketingpsychologie gearbeitet. Wenn wir uns die Rückseite ansehen, entdecken wir oft eine endlose Liste an Zutaten. Um die Körner in der Massenproduktion weich und das Brot gleichzeitig extrem fluffig zu halten, werden massiv Feuchthaltemittel und Emulgatoren wie E471 eingesetzt. Das Problem für euch: Die Körner sind oft nur Deko in einem Teig, der durch industrielle Enzyme künstlich aufgepumpt wurde. In der traditionellen Bäckerei müssten diese Saaten stundenlang quellen, um für euren Darm verträglich zu sein. Im Supermarkt geschieht das im Zeitraffer. Das Ergebnis? Ein schwer verdaulicher Mix, der euren Magen stundenlang belastet, ohne echte Nährstoffe zu liefern. Es ist ein chemischer Marathon für eure Verdauung, verpackt in einer gesunden Optik. Wer hier einen Sieg für seine Gesundheit erwartet, wird leider enttäuscht. Platz 8. Abgepacktes Fladenbrot. Eigenmarken. Das abgepackte Fladenbrot aus dem Supermarktregal. Es sieht oft so schön traditionell aus, aber die Zutatenliste erzählt eine ganz andere Geschichte. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum dieses Brot in der Plastiktüte wochenlang weich bleibt, ohne zu schimmeln? Schaut mal genau auf die Rückseite nach dem Konservierungsstoff Kaliumsorbat, auch bekannt als E202 oder Calciumpropionat. Diese Stoffe werden eingesetzt, um das Bakterienwachstum künstlich zu stoppen. Das Problem? Fladenbrot
besteht meist aus hellem Weizenmehl und wird im industriellen Schnellverfahren ohne echten Sauerteig hergestellt. Das bedeutet für euch, es lässt euren Blutzuckerspiegel wie eine Rakete steigen, was Heißhungerattacken und das typische Mittagstief fördert. Wer über 60 ist, sollte hier besonders vorsichtig sein, da der Körper die massiven Insulinspitzen und die künstlichen Konservierer viel schwerer verarbeitet als in jungen Jahren. Dieses Brot ist kein Genuss, sondern eine Belastung aus der Tüte. Platz 7. Harry Vollkorn. An 7. Stelle kommen wir zu einer Marke, die in fast jedem deutschen Haushalt steht: Harry Vollkorn. Seit Jahrzehnten steht dieser Demme für das tägliche Abendbrot und besonders die Vollkorn-Variante wird uns als gesundes Grundnahrungsmittel verkauft. Doch hier schnappt die Marketingfalle für eure Gesundheit zu. Schaut euch mal die Rückseite an. Oft bestehen diese Brote nur zu etwa 60% aus echtem Vollkornmehl. Der Rest ist meist helles Auszugsmehl und, was viele schockiert, Zuckersirup oder Malzextrakt. Warum? Damit das Brot diese dunkle, gesunde Farbe bekommt und schön süßlich schmeckt. Das Problem für euch: um diese Brote in der Fabrik unnatürlich weich zu halten, nutzt die Industrie ein Duo aus Emulgatoren: E471 und E481. In der traditionellen Bäckerei ist Vollkorn wie ein verschlossener Tresor voller Nährstoffe, den nur eine lange Gärung öffnen kann. Harry nutzt keine Zeit, Harry nutzt Chemie, um das Getreide im Schnellverfahren gefügig zu machen. Das Ergebnis? Ein Brot mit oft über 5 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Das ist fast so viel wie in manchem Gebäck. Wer über 60 ist und auf seinen Blutzucker achten muss, sollte hier ganz genau hinschauen. Ist das noch Brot oder schon ein verkappter Kuchen? Platz 6. Backstationen: Lidl, Aldi, Rewe. An 6. Stelle rücken wir die Backstationen ins Visier, die heute fast jeden Supermarkt dominieren. Der Duft von frisch gebackenem Brot beim Betreten des Ladens ist eine gezielte Manipulation eurer Sinne. Doch lasst euch nicht täuschen. Diese Stationen backen nicht wirklich, sie tauen nur auf. Wir sprechen hier von sogenannten Teiglingen. Diese wurden oft Monate zuvor in riesigen Fabriken gefertigt, vorgebacken und schockgefrostet. Damit dieser chemische Teig den Frost überlebt und im Supermarkt trotzdem fluffig wird, werden besonders aggressive Enzyme eingesetzt, die das Gerüst künstlich stabilisieren. Das Problem für euch: da dieses Brot nur kurz aufgebacken wird, findet keine echte Fermentation statt. Die Stärke wird nicht richtig abgebaut. Platz 5. Golden Toast. An 5. Stelle steht ein Name, den fast jeder kennt: Golden Toast. Das Versprechen? Goldener Genuss und eine unendliche Weichheit. Doch genau diese Weichheit ist das Alarmsignal für eure Gesundheit. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum dieser Toast auch nach 3 Wochen in der Tüte noch aussieht wie am ersten Tag? Ein echtes Naturprodukt würde nach wenigen Tagen hart werden oder schimmeln. Golden Toast hingegen ist eine biologische Mumie. In einigen Studien wird dieser Stoff sogar mit Konzentrationsstörungen in Verbindung gebracht. Dazu kommen bis zu 6 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Das ist Chemie im Butterkostüm. Wer seinen Körper entlasten will, sollte diesen Chemieschaumstoff unbedingt im Regal liegen lassen. Besonders wenn der Stoffwechsel im Alter langsamer wird, ist dieser Mix aus Zucker und Konservierern eine echte Belastung für eure Leber und euren Darm. Platz 4. No-Name Toast. An 4. Stelle kommen wir zum absoluten Preissieger, der aber leider ein Verlierer für eure Gesundheit ist: das No-Name Toastbrot für 39 oder 49 Cent. Ob von Ja, gut und günstig oder Penny. Bei diesem Preis ist kein hochwertiges Getreide möglich. Hier ist Brot kein Lebensmittel mehr, sondern reiner Industrieabfall. Um diesen Preis zu halten, wird das billigste Mehl mit einer Maximaldosis an Enzymen und Emulgatoren wie E471 aufgepumpt. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum dieser Toast beim Kauen am Gaumen klebt wie Klebstoff? Das liegt an der völlig zerstörten Teigstruktur. Es hat keinen Geschmack, keine echte Reife und absolut keine Nährstoffe. Es ist leerer Chemieschaumstoff. Platz 3. Denry Bio-Roggenklassiker. Auf Platz 3 landen wir bei Denry. Diese Marke findet ihr in fast jedem Bio-Supermarkt und in vielen spezialisierten Naturkostläden. Warum steht Denry bei mir so weit oben?
weil wir hier das Reich der industriellen Trickkiste endgültig verlassen. Schaut euch mal die Packung von einem klassischen Denre Roggenvollkornbrot an. Was findet ihr da? Oft nur 3 Zutaten: Biolandgetreide, Wasser und Meersalz. Das Geheimnis ist das, was nicht draufsteht. Hier wird mit echtem Natursauerteig gearbeitet, der die Zeit bekommt, die er braucht. In herkömmlichem Supermarktbrot blockiert die sogenannte Phytinsäure im Getreide die Aufnahme von wichtigen Mineralstoffen. Durch die lange natürliche Gärung bei Denri wird diese Säure abgebaut. Das bedeutet, euer Körper kann Zink, Magnesium und Eisen für euer Immunsystem überhaupt erst nutzbar machen. Platz 2. Alnatura. Silber geht an Alnatura. Das Geniale daran: diese Brote bekommt ihr fast überall, im Drogeriemarkt wie DM, im eigenen Supermarkt oder in der Bio-Ecke bei Edeka und Rewe. Alnatura beweist seit Jahrzehnten, dass gesundes Brot kein Nischenprodukt sein muss. Was Alnatura von den Plätzen 10 bis 4 unterscheidet, ist die konsequente Ablehnung von technischen Enzymen. Während die Industrie diese Stoffe nutzt, um den Teig in Rekordzeit gefügig zu machen, setzt Alnatura auf die Kraft der Fermentation. Viele von euch leiden nach dem Frühstück unter diesem bleiernen Gefühl im Magen oder einem aufgeblähten Bauch. Das liegt oft an den sogenannten FODMAPS, schwer verdaulichen Zuckermolekülen im Getreide. Bei Alnatura haben die Mikroorganismen im Sauerteig genug Zeit, diese Moleküle für euch vorzuverdauen. Das Ergebnis? Ein Brot, das den Darm beruhigt, statt ihn wie Schmirgelpapier zu reizen. Es ist sauber, es ist bio und es ist für euren biologischen Filter eine wahre Wohltat. Übrigens, das gesündeste Brot bringt euch nichts, wenn der Belag nicht stimmt. Ich habe euch ja bereits die nackte Wahrheit über Butter und Margarine enthüllt. Wer die Videos verpasst hat, ich verlinke sie euch genau jetzt hier oben in der Infokarte. Schaut da unbedingt rein, damit euer gesundes Frühstück komplett ist. Aber Leute, ich habe euch versprochen, dass wir heute noch einen Schritt weiter gehen. Was wäre, wenn ihr gar nicht mehr in den Supermarkt müsstet? Was, wenn ihr die volle Kontrolle über jedes Gramm in eurem Brot hättet und das mit fast null Arbeit? Vergesst alles, was ihr über kompliziertes Backen gehört habt. Wir machen jetzt ein Rezept, das so reduziert ist, dass die Industrie blass vor Neid wird. Wir brauchen keine Hefe, kein Backpulver und vor allem keine Chemie. Wir backen das ewige Brot. Die Zutaten? Nur das, was die Natur uns gibt: Wasser, Salz, Mehl und ein paar gute Körner. Wir nehmen 500 Gramm Dinkel- oder Roggenvollkornmehl. Dazu kommen etwa 400 Milliliter lauwarmes Wasser, ein gestrichener Esslöffel Meersalz und eine ordentliche Handvoll Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne. Jetzt der wichtigste Schritt: Wir kneten nicht. Rührt die Masse einfach nur kurz mit einem Holzlöffel in einer Schüssel zusammen, bis kein trockenes Mehl mehr zu sehen ist. Deckt die Schüssel mit einem feuchten Tuch ab und jetzt kommt das Geheimnis. Lasst diesen Teig mindestens 12 bis 18 Stunden einfach in der Küche stehen. Warum machen wir das? In dieser Zeit passiert die magische Fermentation. Die natürlichen Enzyme im Mehl fangen an, den Teig aufzuschließen. Die Phytinsäure, die euren Darm reizen kann, baut sich von ganz alleine ab. Der Teig reift wie ein guter Wein. Am nächsten Tag heizt ihr euren Ofen auf 220 Grad vor. Ihr müsst den Teig nur ganz vorsichtig in eine gefettete Form gleiten lassen. Bloß nicht zu viel drücken, wir wollen die natürlichen Luftbläschen behalten. Nach etwa 50 Minuten habt ihr ein Brot in der Hand, das so knusprig und aromatisch ist, wie ihr es noch nie im Supermarkt erlebt habt. Es ist das ehrlichste Brot der Welt. Probiert es aus, gebt dem Teig die Zeit, die er verdient, und euer Körper wird es euch mit einer perfekten Verdauung danken. Und wenn es im Supermarkt mal schnell gehen muss, ihr aber keine Kompromisse bei der Qualität machen wollt, dann ist das hier mein absoluter Favorit. Platz 1: Herzberger Biobrot. Und hier ist sie, unsere ungeschlagene Nummer 1, Herzberger Biobrot. Man findet es oft in den hochwertigen Bioregalen großer Supermärkte oder in Reformhäusern. Herzberger ist für mich der absolute Goldstandard, den man im Laden kaufen kann. Warum ist das der Sieger? Wegen der 20-Stunden-Regel.
Während die Industrieriesen ihren Teig in nur 3 Stunden durch die Maschinen peitschen, darf der Teig bei Herzberger fast einen ganzen Tag lang ruhen. Das ist Handwerk auf industriellem Niveau, ohne die Seele zu verlieren. Das ist der Profit für eure Gesundheit. Durch diese extrem lange Reifezeit entstehen ganz natürliche Aromen, ohne dass man mit Zucker oder Malzextrakt nachhelfen muss. Die Teigstruktur ist so stabil, dass keine chemischen Emulgatoren nötig sind. Wer über 60 ist und keine Kompromisse bei seiner Vitalität machen will, findet hier ein Brot, das den Blutzucker schont und dem Körper wirklich Energie gibt. Es ist das ehrlichste Produkt, das ihr in eine Papiertüte stecken könnt. Herzberger zeigt uns, Qualität braucht keine Chemie, sie braucht nur Geduld. Probiert das Rezept unbedingt mal aus. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare, wenn ihr das Brot nachbackt. Ich bin echt gespannt, wie es euch schmeckt. Achtet auf euch, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.